Howdy. Hi, hi. Kann ich eigentlich mit dir quatschen? Go on. You can always come back and chat later. Okay. Nobody here is going. Just shut up and Das ist, glaube ich, wenn du einen Helm ausziehst, ist der Anzug aus. Ein Helm, sagst du? Kann man das nicht so einstellen, dass der... Ah, guck an. Helm in Gebieten mit atembarer Luft verbergen. Okay. Anzug in Siedlungen verbergen. Aha! Hey, you wanna stop lagging behind? Schön, schön, dass man sowas dann sieht. Dockingschleuse. Schiffsstatus. Unbesetzt bereit. Freigabe nur autorisierte Schiffe der UC. Okay. Dockingschleuse 7. Und das gleiche. Bam, bam, bam. Alex Wong. Geht's dir gut? Yo. Conde's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you. Okay, ich sehe deine Augen. Moving. This isn't a Starliner cruise. Ach, du hast gerade einen Fahrstuhl gerufen? All right. This is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Conde should be waiting for you. Ich bin Karl Kestis von Star Wars in einem anderen Universum. Und ich habe keine roten Haare. Aber ich habe ein Poncho. Chat, wir haben ein Poncho. Pardon. Verzeihung, für was? United Colony System Defense at your service. Okay. Operationscenter. Schnell speichern. Ha. Hello. Hallo. Excuse me. Keine, die sei verziehen. Chivanta Bedi. Hello. I'm a bit busy at the moment, but we'll talk Okay, later. Okay? weitermachen. Yes. Sysdef Marines are the best of the best. Geht's dir gut? Solche Bugs sind lustig. Eigentlich, was jetzt so fehlt, T-Pose. Bye bye. Yes. What? Pardon. Yo, Sarah. Nothing is beyond our reach when we work together. Bullshit. Piratenmachenschaften. Berichte über Piratenaktivitäten erschüttern weiterhin die besiedelten Systeme. Während uns die Auftragsbörsen Informationen zuspielen, sucht sich die Fleet immer wieder neue Ziele, um uns in dunklen tappen zu lassen. Laut Tofts Bericht nutzt die Fleet 3 verschiedene Wege, um sich die Taschen voll zu machen. Piraterie, Schmuggel, Diebstahl. Ist das nicht... Kannst du das nicht alles... Ist Diebstahl und Schmuggel nicht in Piraterie mit inbegriffen?
Unter ihrer aktuellen Führung scheint sie diese 3 Aktivitäten ausgebaut zu haben. Wir sollten uns ihre Taktiken ganz genau ansehen, um die besiedelten Systeme besser beschützen zu können. Okay. Crimson Fleet Taktiken. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, man müsste seinen Feind kennen, um ihn bekämpfen zu können. Kannst ihn auch unwissend bekämpfen. Was dabei rauskommt, ist eine andere Sache. Obwohl der Spruch banal erscheint, trifft er auch heute noch zu. So viele wie unorganisierte Gruppierungen setzen auch die Crimson Fleet Guerilla-Taktiken ein. Sie springt mit Grabsprüngen zu ihren Zielen und schlägt schnell zu, bevor sie wieder verschwindet und so das Überraschungsmoment nutzt. Derartige Taktiken sind nichts Neues. Hinterhalte, Täuschung, Sabotage und Spionage werden seit jeher von kleinen Gruppierungen genutzt, um große Militärverbände zu überlisten. SysDev wurde gegründet, um derartige Feinde auf unkonventionelle Art und Weise zu bekämpfen. Es liegt an der Führung, sich kreative Möglichkeiten dafür einfallen zu lassen, ohne dabei unsere Prinzipien zu verraten. Oh. Zustand der Vigilance. Nach Rücksprache mit Commander Natara hat mir Lieutenant Toff versichert, dass Project Svalin vom technischen Personal auf SY-29 vollständig geprüft und durch Mast abgenommen wurde. Wenn alles nach Plan verläuft, werden wir unverzüglich mit der Implementierung beginnen. Wenn die Zeit gekommen ist, wird das Upgrade für unser Vorhaben unabdinglich sein. Bedrohung durch die Fleet. Es ist kein Geheimnis, dass wir Schwierigkeiten hatten, die Verantwortlichen beim Mast die Brisanz der Bedrohung durch die Crimson Fleet zu verdeutlichen. Auch wenn es sich um eine unkoordinierte Bande von Piraten handelt, müssen sie als kriminelle Organisation behandelt werden, durch die Sicherheit in dem besiedelten System bedroht ist. Die Sicherheit in dem besiedelten System bedroht ist. Ah, ich habe das zweite die überlesen. Leider beruhen viele Annahmen aufgrund mangelnder Informationen aus den Reihen der Crimson Fleet selbst auf Spekulation. Wir brauchen jemanden, der uns von innen dabei hilft, die Leerstelle auszufüllen. Aus diesem Grund habe ich die Akten aller Gefangenen der UC angefordert. Unter ihnen sollte sich eine passende Person für unser Vorhaben finden. Entschlossenheit und Absicht. Damn. Es gibt Jahre, in denen rein gar nichts passiert und dann gibt es Jahre, die über den Verlauf eines Lebens entscheiden. Als ich mich das erste Mal in die Luft begab, war ich 16. Mit 17 brach dann alles um mich herum zusammen. Alles begann mit einem Schiff. Anfang des Jahres hatte mein Vater einen Wrack aus Kriegszeiten, einen Deimos-Jäger der Klasse B, aus einer verlassenen Sternwerft geborgen. Das Schiff war aus der Zeit gefallen, veraltet und ehrlich gesagt ein Schrotthaufen. Die Steuerung war hackelig, die Panzerung verrostet und der Motor klang, als hätte er eine Lungenentzündung. Mir war das alles egal. Ab dem ersten Grabsprung war ich Feuer und Flamme. Bis dahin hatte ich oft Schwierigkeiten gehabt, mich zu konzentrieren. Nichts von dem, was ich tat, schien mir auf lange Sicht lohnenswert. Als ich mit diesem Daimos-Schrotthaufen zum ersten Mal auf den Raumwegen unterwegs war, änderte sich das alles schlagartig. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine Vorstellung, wie mein Leben in der Zukunft aussehen könnte. Trotz des Kabelsalats, der Beulen und Lackschäden gab dieses Schiff mein Leben einen Sinn. Da war es endlich etwas, dem ich mein Leben widmen konnte. 3 Monate später eskortierte ich den Frachter meines Vaters. 10 Monate später wurden wir von der Crimson Fleet angegriffen. Ich denke fast jeden Tag an meinen Vater, diesen lieben, sanften Mann, der mich großgezogen hat. Ich denke daran, wie viel dem Universum fehlt, seit sein Lachen nicht mehr durch die Atmosphäre schallt. Manchmal denke ich auch an seinen Sohn, den Jungen mit den sternklaren Augen und die Zukunft, die er verloren hat. Wenn ich an diesen Jungen denke, schwindet meine Entschlossenheit. Ich will, dass er mir vergibt, dass ich zu diesem von Hass und Rachegelüsten gefüllten Mann geworden bin. Ich stelle mir vor, wie er an meiner Jacke herunzupft und mich tränenüberströmt bittet, meine Wut abzuschütteln. In diesem Moment verlangt jede Faser meines Körpers, dass ich ihn umarme und ihm genau das sage, was er hören muss. Ich will ihm sagen, dass ich diese verfluchte Jagd aufgebe und seiner Zukunft die Chance gebe, die sie verdient. Stattdessen drehe ich mich weg von ihm. Ich lasse ihn allein und weine in der Leere des Allstehens. Was er nicht versteht, ist, dass ich das alles ihm zuliebe tue. Ich kämpfe im Namen aller Väter und Zukünfte, die wegen einer Welt verloren gegangen sind, die nie hätte existieren dürfen. Wenn ich an sie denke, kehrt meine Entschlossenheit zurück und ich habe wieder ein Ziel im Blick. Ah, ja. Okay. Hey. Howdy. Warum steht er wie ein Boss hier da und ist aber bloß ein Rekrut? Excuse me. Yes. What? Und ist nicht ein Rekrut und ein Kadett das gleiche? Yes? Hello.
Oder ist ein Kadett sozusagen Gefreiter bloß einer anderen Fraktion untergeordnet? Ich weiß das gar nicht mehr. Lieutenant Gillian Toft. Commander Akande needs to speak to you immediately. Howdy. Adi. Can we try and focus on the matter at hand, please? Nope. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Man braucht schon mehr als nur ein einziges Schiff, um eine ganze Flotte auszulöschen. Beeindruckendes Schiff, aber wofür braucht ihr mich? Ich baller mich von diesem Gefängnisschiff runter. Uah! Wo befindet sich die Vigilance gerade? We are currently in the Sol system, in deep orbit around Phobos. As to why, I'll explain momentarily. Phobos. Phobos. Ist Phobos jetzt ein Mond von... Oh. Zu welchem Planeten gehört Phobos? Gehört Phobos zu Venus? Oder zum Jupiter? Wahrscheinlich weder noch. Wahrscheinlich sowas ganz anderes, ne? Wahrscheinlich eher sowas wie Saturn oder sowas. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Phobos gehört zum Mars. War ich ja komplett falsch. Ich wusste, dass Deimos zum Mond gehört. Zum Mond. Zum Mars. Okay. Ich nehme an, du hast schon einen Plan. Mit Raffinesse allein macht man einen Piraten nicht auf sich aufmerksam. Ich ziehe einen direkteren Ansatz vor. Du hast mich vermutlich ausgewählt, weil ich verzichtbar bin. Let's get one thing straight right now. While you're working for me, I'm going to treat you like one of my own. Ach, und sobald ich fertig bin, schmeißt du mich ins Gefängnis? No longer matter. You're now an agent of SysDef, meaning that it's my job to keep you alive. Let's get one thing while you're working. Whatever crimes you... Then you're going to get yourself killed. So listen up, because my advice might just keep you alive. Deswegen seid ihr noch gar nicht vorangekommen, ne? Possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Klingt nicht gerade nach einem perfekten Plan. Die riecht einen Drogenfahnder wahrscheinlich aus einem Sektor Entfernung. Wo habt ihr den Stoff? Aurora? Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship and you're looking at some serious fines. Woher habt ihr den Stoff? That's classified. Wahrscheinlich einfach konfisziert von irgendjemand anderen. Previously hauling it will be spending the rest of their life in prison. That's right. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you block your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Warum mühsam Beweise sammeln? Wenn das euer bester Plan ist, haben wir ein Problem. Muss ja ganz schön von meinen Fähigkeiten überzeugt sein. Das sind eine ganze Menge Infos. Von mir aus kann's losgehen. Let's just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is a larger priority than they're willing to admit. If we shove enough concrete evidence under their noses, they'll have no choice but to allocate the resources that I've requested. At the same time,
We can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet, weakening them enough to strike a fatal blow. Die Crimson Fleet steckt wahrscheinlich unter einer Decke mit deinen Vorgesetzten, oder? Well then, I suppose you'll just have to take your chances. In the meantime, I expect you to follow my orders, to the letter. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Und wenn ich Probleme kriege? Then you better learn to swim, because you're diving right into the deep end on this one. Ach, so viel dazu, ich gehöre zu dir und du tust alles dafür, mich an Leben zu halten? On a whim or a prayer. Just use your best judgment. Trust your instincts. Watch your back. Das ist anscheinend nicht das Beste, sonst wäre ich ja nicht hier gelandet, oder? I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDev, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Hey. Ich habe nichts unterschrieben, ich kenne euren Kodex nicht und eure Regeln nicht, also muss ich mich nicht dran halten. Kannst du mir nicht den Verhalten der Elixir erklären? Was meinst du mit zu weit vom Weg abgekommen? The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. Money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Das ist aber ein sehr, sehr, sehr vager Kodex und Regeln, oder? Ich kann es ja immer so darstellen. Ja, ich habe mich bedroht gefühlt. So auf die Art und Weise. Ich kann nichts versprechen. I don't want promises. I'm just asking you to think. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. Kannst du mir sagen, wie genau ich mich im Einsatz verhalten soll? While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. Weil du mich dazu zwingst. Then you do what you have to do. The Crimson Fleet has the potential to kill hundreds, even thousands of people per year. If it takes a few deaths to maintain your cover, then so be it. But only as an absolutely final resort. This is not a licensed killing spree. Understood? Aww. That's why I expect you to constantly seek alternative means to overcome your obstacles, rather than blowing holes in them. Ja, aber macht mich das nicht erst recht I can see irgendwie? that you're struggling with this. So let me simplify this for you. Wie If sagt there's man a route to dazu? your goal which doesn't Erkenntlich? involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. Habe ich denn irgendwie eine Ausweismöglichkeit, damit ihr mich erkennt, dass ich nicht zu denen gehöre? For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. Fuck you! Schon wieder so viel dazu, mich zu beschützen. Du tust alles dafür. Ja.
All we know is that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Like always. Okay. As you were. Vogti, spielst du eigentlich auf Deutsch oder spielst du auch Englisch mit Untertiteln? All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. Deutsch? While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. Und wie findest du es auf Deutsch mit der Synchro und so? You bring it to me. Is that understood? Es ist mir ja direkt aufgefallen am Anfang schon in Tutorial, wo ich mir in Deutsch angehört habe und dann gesehen habe, wie asynchron ist. Es ist nicht so, nein, das geht, nee, das geht nicht, das halte ich nicht aus. Ich glaube, ich habe es verstanden. Im Grunde wollt ihr also, dass ich Diebe bestehle, falls ich überhaupt in die Crimson Fleet aufgenommen werde. Was ist, wenn ich nichts finde? I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. Warum braucht ihr physische Beweise? Since it isn't every day we stumble across a criminal's fully written confession, we need to build a case against our suspects. The more evidence we acquire, the stronger our case becomes. And knowing the Crimson Fleet, they'll leave plenty of evidence for you to find. Deswegen habt ihr und warum habt ihr das bisher noch nicht zustande bekommen? You better make it, because Commander Akande cashed in all his chips to get this operation off the ground. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Ja, dann mach was dafür. Sicherheit. Wenn es belastende Daten gibt, dann finde ich sie. Ich bin verwirrt. Wollen wir die Piraten verhaften oder umbringen? Da habe ich wohl einen Nerv getroffen. Ich versuche nur, meine Aufgabe zu verstehen, Lieutenant. Klingt, als wärst du auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen die Crimson Fleet. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. Wenn du wüsstest. Vectera war bloß der Anfang. Why I'm pushing you so hard. Ich bin nämlich denen auf dem Planeten gefolgt und hab die ganze Basis von denen niedergemacht. Davon steht nichts in eurer Akte, ne? Genauso wie meine Schuhgröße. Ihr Nichtsnutzer. Willst du darüber reden? What? No. It's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. Da habe ich es wohl ein bisschen durcheinander gebracht. Ich weiß nicht mehr, um was es geht. Es geht nicht um Helmtum. Ich bin hier, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich habe in meinem Leben schon genug Gewalt gesehen. Ich bringe euch so viele Beweise, wie ich sehe. Ich hatte keine andere Wahl. I was hoping that you'd be inspired into thinking this is more than a punishment. It appears that I was wrong. I suppose we'll simply have to motivate you in a different way. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. Wow. Und das entschädigt jetzt halt die ganze Lebensgefahr und Ausrüstung, die ich dafür besorgen muss und so weiter und so fort. Da hätte ich auch einfach bloß die 1000 Credits Strafe zahlen können. Warum zahlt ihr für eine militärische Operation Credits? Well, that's just it. You're not career military, are you? And speaking frankly, you're completely out of pocket during this operation. You'll be paying for your own supplies and other unexpected incidentals. So, if I were you, I'd stop asking questions and accept the compensation. So, hau mich hin aufs Ohr. Gute Nacht, viel Erfolg noch. Vogti. Danke wieder. Mua. Schlaf gut, erhol dich gut. Einen angenehmen Tag morgen, ne? Ich hoffe, du hast deinen Chef klar gemacht, dass, weil deine Kollegin krank ist, dass er ein paar Patienten abbestellen muss. Ich brauche keine Bezahlung dafür, das Richtige zu tun. Sehr großzügig. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. Schauen wir mal. We've loaded a Wir container sehen of uns a war morgen, denke ich into mal your wieder, ship's ne? cargo hold.
Lass sie gut We're gehen. also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any Bye-bye. luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Willst du über deine Vergangenheit in der Crimson Fleet reden? Oh, die war in der Crimson Fleet? Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. Also, ich soll jetzt undercover in die Crimson Fleet gehen. Du warst in der Crimson Fleet, willst mir aber keine Details und irgendwelche Sachen erläutern, auf was ich zu achten habe? Wow. Wow, du kannst verdammt gut ausweichen. Du weißt mehr über mich als ich über dich. Wenn du es dir von der Seele redest, fühlst du dich hinter sicher besser. Ich achte auf deine Privatsphäre. Don't get me wrong. I appreciate that you care. It's just that I don't feel like now's an appropriate time to be discussing these things. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. Entweder... Maybe we can talk about it some other time. Okay? Also entweder sagst du es mir jetzt oder ich finde dein Quartier, dein Rechner und durchstöber alles und finde es auch so heraus. Ich habe das mit einem Commander gemacht. Ich krieg das so mit dich als Lieutenant hin. Hm? Was passiert mit den Leuten, die hier verhaften? We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll Hello. be thrilled to see you. Nee. Oh, hello there. Was passiert, wenn ich mit dem Container voller Aurora am Frachtraum ausschwerde? Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Oh, diese Möglichkeit besteht also auch, ja? Ich weiß, geht das? Das müsste ich jetzt mal rausfinden. Aber wenn ich jetzt nach New Atlantis reise und zu den Nachrichtensender SNN gehe, dann könnte ich ja davon berichten, oder? Let me know if you need anything else. Hey. So, Oh, jetzt mach ich schon wieder alles falsch. Hey, Sarah. Hast nichts dazu zu sagen? Oh, falsche Taste. Yes? Excuse me. Du seist entschuldigt. Pardon. Okay. Oh, hello. I don't think we've met. Are you by chance new here? Ich bin Rusterman. Schön, dich kennenzulernen. Ja, Commander Ikana hat mich gerade erst zu Systef geholt. Nein, ich bin hier schon seit langer Zeit. Du scheinst unsicher zu sein. Ich würde wetten, dass du hier auch neu bist. I am. But I've never seen you here before. Wait, are you that dangerous ex-convict everyone's been talking about? Well, don't worry. I'm not scared of you. My godmother was a member of the Strikers gang, and you're not even half as scary as her. Hat die einen My name is indischen Samantha. Akzent? I'm an ensign with the maintenance and robotics team. And just between you and me, I don't think you're dangerous. Do you? Ich bin ein Teddybär, ein großer Softie. Ich bin gefährlich, ich habe Menschen getötet, meistens einfach nur zum Spaß. Ja, so weit ist es jetzt. Also, ja, ich habe welche getötet. Aber zu Spaß ist es noch nicht ausgereift. Ich hatte da, obwohl... Ich hatte während des Fightens schon Spaß gehabt. Besonders als der eine danach so hochgeflogen ist, weil sein Sauerstofftank oder sein Booster explodiert ist. Ha! Ich hatte wohl Spaß beim Menschen töten. Ups. Ich kann mich in Kampf behaupten, falls du das meinst. That doesn't mean you're dangerous. Look at the Model A's on this ship, for example. They can handle themselves too. Anyway, it was very nice to meet you. If you want to talk some more, I will be here. Okay. Warum bist du auf das System beigetreten? That's a good question. Ja, das wäre ich It sie was- gestellt. What you'd call a minor moral crisis. I mean, I needed to find out. I am in ensign with the maintenance and robotics team. And just between you and me, I don't think you're dangerous. Do you? Okay. Warum bist du auf das System beigetreten? Huh. It's a good question.
I wasn't happy with my old job at Drone. I felt like my life was on an assembly line. Everything was about profit, and nothing had any real meaning. Ich finde den Akzent Then cool. it occurred to me, if I'm so miserable, I could just leave. Was mit So Ihnen da one hinten day los? I just did. Sistef is far from perfect, but our goal is noble. I can sleep soundly knowing my work will be for a cause that is just. We can talk later. Oh, I'm part of the maintenance team that makes sure the Vigilance is operating smoothly. On the robotic side, I take care of the Model A's on the ship and make sure they're treated with respect and dignity. They are people, after all, just like us. Roboter sind empfindungsfähig, aber keine Person. Und sie haben auch nicht dieselben Rechte. Für mich sind Roboter einfach nur Werkzeuge. Hast du schon mal gesehen, dass Roboter missbraucht und misshandelt werden? And what system do you use to determine who is a person? I would think my definition is different from yours. Think of it this way. Clearly. How can we expect a robot to fight by our side if we won't fight for their right to exist? Weil wir sie programmiert So I haben! always do my best to treat them as my equals. Ha? Wir haben sie programmiert! Sie machen das, was wir ihnen sagen. Fertig! Oh, I have so many questions. That is not enough time to ask them all. But I will be respectful of your criminal history as it is in the past. We must look forward. Instead, I will ask you a very simple question. Are you a morning, afternoon, or night person? Ich bin ein Nachtmensch. Oof, then we can't be friends. No, I'm kidding. Of course. But I prefer the early hours myself. Du sahst mir danach aus. Das ist für ein Militärschiff wohl nicht ungewöhnlich. Yes, but I like getting up before even the personnel. When I have the coffee maker all to myself. But the thing I like best is the quiet. When I can look out into space and see the whole galaxy is asleep. When it's that quiet, the only noise you hear is from the Vigilance itself. In fact, we keep each other company when the world is too busy snoring in their beds. Makes it so the mornings are just for us. Das kannst du auch tun, wenn du schläfst. Du träumst. Alles ist still. Und du schläfst. Aber naja, jedem das seine. See you soon! Die war nett. War da nicht vorne noch eine Tür irgendwie? Yes, what?